So, ein kleines Arbeitsvideo für euch. Ups. Was habe ich gemacht? Da oben eine Lampe installiert neu. Die alte hing, möchte ich euch nicht zeigen. War abenteuerlich. Dann hier ein Stück Kanal. Neuer Schalter. Jetzt gehen wir mal rein. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch einen neuen Schalter mit Rohrinstallation, weil waren ja alles im Schutzrohr. Anders geht's nicht. Gucken wir mal hier rein. Hier genauso ein Doppelschalter mit Kanalrohr. Jetzt haben wir hier auch noch einen. Geht ja auch hoch. Genauso. Jetzt gehen wir rein. Ach, das Licht geht nicht. Sicherung ist ausgeschaltet, weil ich Steckdosen mache. Ja, da oben die. Da hinten haben wir auch repariert. Und da drin zeige ich euch später noch neue Lampen. Und so sieht es aus, wenn man arbeitet. Ah, und da ist noch eine Steckdose fertig geworden gerade. Da ist sie. Gehen wir mal näher ran. So. Mit dreimal um die Ecke und oben ins Dach rein. So, wir sind im Wald. Und wie ihr seht, ich wollte gerade was Leckeres essen. Warum hebt die Tante Hummel ihr Beinchen? Sie kam angeflogen, saß auf meiner Schulter, auf meinem grünen Hemd und jetzt sitzt sie auf meinem Bulitschka und lässt sie schmecken. Ich habe nichts dagegen, ich teile gerne mit ihr. Weil wir sind nach der Arbeit wieder an unserem Lieblingsplatz im Wald, wie man sieht. Strahlender Sonnenschein, herrliche Ruhe. Mein Frauchen ist auch neben mir, genießt ihren Kaffee. Und wir lassen die Tante Hummel mal noch ein bisschen fressen und sich ausruhen. Hallo miteinander, kleines Video von der Arbeit. Was habe ich heute gemacht? Natürlich hatte ich nichts anderes zur Verfügung. Das Kabel, was ihr hier seht, ist im Außenbereich neu montiert worden. Natürlich haben wir Abwasserrohr missbraucht als Schutzrohr, weil nichts anderes da war. Aber besser das jetzt als gar nichts. Hier geht der Spaß runter und verschwindet auch im Schutzrohr neu in der Erde. Das Kabel ging hier lang und war da oben unterm Dach und ging hinten durch die Wand durch. Frei schwebend. Und jetzt gehen wir mal kurz rein in die Werkstatt. Jetzt sind wir im Innenbereich. Hier ist der Hauptkasten. Der wird nächste Woche komplett neu gemacht. Da gibt es eine ordentliche Eingangssicherung, weil die ist jetzt 100 Ampere und das muss wirklich nicht sein. Hier kommen maximal 50 Ampere als Hauptautomat. Ich überlege aufgrund der Berechnung vielleicht sogar noch 40 Ampere. Unser Kabel, was wir jetzt hier haben, das war mit 63 abgesichert. Das fällt völlig aus. Das ist noch Straßenbeleuchtung, Außenbeleuchtung. Das kriegt jetzt pro forma erstmal ein Forger, der übrig ist. Der da oben ist, der Forger, der kommt da drauf. Und in der Zukunft wird es mit 25 versorgt. Mehr braucht man da auf keinen Fall. Das ist alles übertrieben. Die ganzen Automaten, die drin sind, fliegen alle raus. Die Kabel kommen alle raus. Dann kommt der Kasten ein Stück tiefer, ein bisschen nach links. Und dann wird alles komplett neu angeordnet. Auch mit FI-Schutzschalter für die Werkstatt. Und eine blaue Schiene für den Null und eine gelbe für die Schutzerde. Das wird alles aufgetrennt. Das ist nächste Woche. Heute haben wir erstmal das Kabel neu gemacht. Was ihr jetzt hier seht, ist natürlich auch hier zu Ende, ist Absicht. Das wird noch geändert. Da gibt es ein schwarzes Goffra für die Zukunft. Und das Kabel, was ihr hier seht, das war hier oben montiert an der Decke. Im Raum an der Holzdecke. Freischwebend bis da hinten, wo das Lichtel ist. Unsere Werkstatt hier übrigens. Und das hatte der Feuerschutzbeauftragte bemängelt. Und deswegen heute erstmal der Umbau, dass das Kabel vom Innenbereich verschwindet, nach draußen geht.
Nach der russischen Kost, was ich gelesen habe, darf es maximal vom Kasten, vom Anschlusspunkt 50 cm im Gebäude lang gehen in Hauptkabel. Das ist ein Hauptkabel, das ist ein Hauptversorgungskabel für die Außenbeleuchtung, wie gesagt. Unser anderes Hauptkabel kommt hier rein mit dieser schönen Gurke. Das werden wir auch ändern. Die kommen dann beide in Zukunft von oben in den Kasten rein. Also das kommt von oben in den Kasten rein und der ganze Rest da rechts, alles was hier abgeht, geht von unten raus. Beziehungsweise überlege ich, ob ich vielleicht sogar alle von unten mache. Das wäre vielleicht sogar noch intelligenter, alle von unten. Und oben die Löcher einfach richtig wasserdicht verschließen. Und dann ist der Kasten auch wieder in dem Zustand, den man sagen kann, okay, das werde ich euch im weiteren Video zeigen, wenn der Kasten gemacht ist. Das ist für Ende nächste Woche, Anfang nächste Woche geplant. Ich muss in die Stadt fahren, Material holen, weil wir haben hier nichts im Dorf. Und dann gibt es eine Fortsetzung von der Arbeit. So, jetzt mache ich noch ein kleines Video für euch. Was haben wir heute gemacht? Hier steht der erste neue Lampenpfahl. Ich gehe mal ein Stück rum. So sieht er aus. Da wird oben noch genau waagerecht gefräst zum Schluss. Hier haben wir eine Nut eingefräst fürs Kabel. Da kommt ein Kabelrohr rein. An die Stelle kommt dann eine Abzweckdose mit einem Forstnerbohrer eingesetzt. 70er Forstnerbohrer, 68er IP55 Abzweigdose. Zwei Kabel kommen hier hoch in die Abzweigdose rein. Hier wird eine Bohrung schräg gesetzt. Von oben kommt eine zentrische Bohrung rein. Dass praktisch das Kabel dann von der Lampe hier im Holzmast, im Holz lang geht und in der Dose ankommt. Dann treffen sich alle drei Kabel in der Dose. Dass man jederzeit ran kann, wenn dem Kabel was ist. Die Kabel müssen wir noch einbuddeln. Die gehen dann hier lang zur Hauswand. Dort an der Hauswand, die Abzweigdose da oben wird auch neu gemacht. 100%ig. Dann wird das hier ordentlich runtergelegt und verschwindet hier in der Erde. Und geht hier zum ersten Lampenpfahl. Dann gehen wir hier weiter runter auf die rechte Seite. Hier werden wir einen Durchschuss machen mit dem Eisenrohr durch den Weg zu dem. Hat auch gefräst, eine Nut gefräst drin. Selbes Prinzip. Und da unten ist der dritte. Und morgen geht es weiter. 16. Juli. Wir sind immer beschäftigt noch mit Außenbeleuchtungsmasten setzen. Hier habe ich unseren schönen Handbohrer, weil wir haben angefangen zu schachten und das war dann doch nicht so das Tolle. Zum Glück haben wir den gefunden. Der neue Mast ist schon fertig, unten imprägniert. Und dann, hat mir jemand geschrieben, dass ihr geschockt wart, als ihr diese pechschwarze Erde gesehen habt. Die ist wirklich pechschwarz. Das ist der reinste Mutterboden. Hier bei uns aktuell bis in etwa 1,20 Meter Tiefe. Dann kommt Lehm. Also der Boden ist ja so fruchtbar. Das Zeug wächst wie Unkraut alles. Wahnsinn. Ja, ich kann das mit einer alten Hämmer nicht vergleichen. Ich war lange nicht mehr zu Hause. Schon fast 8 Jahre. So, jetzt werden wir das Ding mal rausziehen. Schauen wir mal, was wir hochbringen. Ja. Ja. Und so sieht's aus. Ich bin da unten jetzt etwa in 1 Meter Tiefe. Knapp. Bis zum nächsten Mal, euer Matze.